Als der Cupra Born letztes Jahr auf der IAA hier in München vorgestellt wurde, war die ganze Stadt voll mit Werbeplakaten. Und auch heute, als wir mit dem Auto hier unterwegs waren, hat er alle Blicke auf sich gezogen, denn das Fahrzeug auf MEB-Plattform ist ein wirklicher Hingucker. Wir haben ihn euch bereits im Langstreckentest auf der Autobahn mit 1600 Kilometer bis nach Hamburg und zurück gezeigt und wir werden ihn noch mit dem VW ID.3 vergleichen und heute gibt es den Alltagstest. Direkt von weg, das wollt ihr ja immer wissen, der Preis, und da steht das Testfahrzeug hinter uns bei knapp 50.000 Euro. Es ist aber extrem schwierig, das Fahrzeug aktuell so zu konfigurieren, wie er hier dasteht, denn auch hier fehlen Bauteile und wenn ihr ihn aktuell bestellt, könnt ihr noch weniger hinein konfigurieren, als es hier der Fall ist. Beispielsweise der Travel Assist, der mir persönlich immer sehr wichtig ist aktuell überhaupt nicht bestellbar aufgrund des Chipmangels und man kann nur hoffen, dass das Ganze wieder kommt, denn das ist somit das einzige Manko, was die Fahrzeuge hier aktuell haben. Nichtsdestotrotz schauen wir uns das Ganze natürlich im Roundup an. Davor aber noch der kurze Hinweis, schaut gerne mal unterhalb des Videos vorbei, da gibt es nämlich aktuell den Cupra Born bei InstaDrive, meinem Kanalpartner, sehr, sehr attraktiv in einem Abo-Modell, wo ihr alle Kosten drin habt und wenn ihr über den Link drauf geht, noch zusätzlich 5000 Kilometer auf die Laufleistung on top. Der Cupra Born steht klar als Fahrzeug der Mittelklasse da. Die Golfgröße, wie man sie ja seit Jahren bezeichnet, ist hier nochmal sportlicher da. Mir gefallen persönlich gerade diese dreieckig zulaufenden Frontscheinwerfer. Die Dreiecke werden überall wieder aufgegriffen, aber in diesen Voll-LED-Scheinwerfern sieht das sehr cool aus. Diese sind im Übrigen Serie und sehen immer so aus, wie ihr das hier sehen könnt. Matrix gibt es leider nicht, dafür gibt es aber ein sehr, sehr cooles Frontdesign mit diesem dreieckig zulaufenden Cupra-Logo und dem Schriftzug. In diesem ist dann im Übrigen die vordere Kamera integriert, das fällt dadurch nicht zu sehr auf. Auf der Seite sieht man dann entsprechend die Analogie eben auch zum VW-Bruder. Das ist aber okay und auch Elemente wie die aufgesetzten Spiegel wurden hier beibehalten. Insgesamt ist das sehr stimmig und auch hier findet man wieder ein Kameramodul, denn das Fahrzeug hat eine 360-Grad-Kamera. Hier haben wir die 20 Zoll Felgen verbaut. Los geht es bei 18 Zoll Alus, das finde ich sehr gut. Im Gegensatz zu diesem Element an der Seite, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Mir persönlich gefällt das nicht. Das aber wiederum im Gegensatz zur C-Säule, denn diese ist sehr, sehr cool optisch gestaltet. Diese schrägen Vierecke sehen einfach sehr dynamisch aus und sind keine Aufkleber und gefallen mir deutlich besser als der Diffusor, denn dieser ist auf jeden Fall überzeichnet und einfach zu aggressiv. Schade ist auch, dass die Rückfahrkamera nicht vor dem Schmutz geschützt ist, also im Logo integriert beispielsweise. Und Cupra-typisch haben wir ein durchgezogenes Leuchtenband, was aber nette Elemente auf der Seite hat und das greift auch wieder diese Designsprache auf mit den vielen kleinen Details. Direkt darunter verbirgt sich dann im Cupra-Logo integriert, wir haben es natürlich auch nochmal als Schriftzug, die Öffnungsmechanik für den Kofferraum. Dieser ist immer manuell, es gibt hier keine elektrische Option und bietet aber genügend Stauraum. Gerade auch durch diesen doppelten Ladeboden ist es in Summe wirklich vernünftig und vertretbar. Wenn ihr jetzt aber mit der Familie in Urlaub fahrt, werdet ihr Sachen auf die hinteren Sitzreihen packen müssen und das Ladekabel muss entweder in Fußraum oder auch hier in diesen doppelten Ladeboden. Das ist sehr schade, liegt aber einzig und allein daran, dass wir eben hier auch im Cupra wie in vielen anderen MEB-Plattformmodellen oder in allen eigentlich keinen Trunk haben. Genug zum Äußeren, wir schauen uns jetzt mal an, wie sich das Fahrzeug im Fahren schlägt, denn das wollen wir natürlich auch noch ausprobieren und zeigen wir euch jetzt. Zum Autobahnkomfort und der Reisetauglichkeit möchte ich hierbei gar nicht zu viel verlieren, denn dazu gibt es ja bereits den Langstreckentest, den verlinke ich euch mal oben in der Ecke. Dabei sind wir über 1800 Kilometer schlussendlich mit dem Cupra und diesem Akku hier gefahren. Das war wirklich interessant, schaut euch das auf jeden Fall an. Dabei ist die Bedienung wirklich okay. Wir haben viele Wischgesten und auch ein kapazitives Lenkrad, was nicht jedermanns Sache ist, man gewöhnt sich aber schnell dran, das sei gesagt, und auch das
Feedback ist wirklich vernünftig. Auf der Autobahn macht das Fahrzeug einen guten Charakter. Im Sommer werdet ihr auch locker 250 Kilometer kommen. Im Winter leider nur so um die 160. Das muss auch hier bereits schon einmal gesagt sein. Mehr möchte ich dazu aber gar nicht verlieren. Deswegen schauen wir uns jetzt einmal das Mitteldisplay im Detail an. Hier haben wir eine schöne Dreiteilung in den Kacheln, die in sich auch weiter noch verschoben werden kann. Dabei habt ihr beispielsweise verschiedene Elemente. Ihr könnt die Musik steuern, dann aber auch schnell ins Radio wechseln. Und das zieht sich so durchs System durch, ist sehr, sehr schick gelöst. Und auch dieses große Infotainment-Display hier von über 12 Zoll gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Einzig die Kachelansicht hier ist dann ein bisschen überfüllt mit diesen verschiedenen Elementen noch und oben eben der ganzen Klimatisierung. Außerdem habt ihr unten noch einstellbare Buttons, wo ihr eben Shortcuts hinterlegen könnt. Da wird schon viel geboten, wenn nicht sogar zu viel, das muss man dann selber wissen. Mir persönlich gefällt aber diese Darstellung hier besser, als sie beispielsweise noch bei VW der Fall ist. Das aber nur am Rande gesagt. Wir haben dann auch Einstellungsmöglichkeiten, beispielsweise zum Ladestand und wie weit ihr das Fahrzeug eben laden wollt. Könnt euch alles Mögliche anzeigen und einstellen lassen. Für manche Einstellungen muss man dann ein bisschen suchen, beispielsweise wie hier die Einstellung vom Reifendruck oder ähnlichem. Insgesamt ist es aber sehr intuitiv und mir persönlich gefällt es auch zum Beispiel, dass die Ambientebeleuchtung direkt hier in den Einstellungen angesiedelt ist und nicht als extra App hinterlegt ist. Jetzt müssen wir aber über Apple CarPlay reden oder soll ich sagen Apple CarPlay gezoomt, denn was ist denn hier bitte in der Konfiguration passiert? Das Ganze ist viel zu groß dargestellt, passt überhaupt nicht zum Gesamtsystem und muss definitiv überarbeitet werden. Das ist schade an der Stelle und wenn ihr euch allein hier diese Anruf-Buttons anseht, wie groß das Ganze dann tatsächlich ist, das ist einfach übertrieben. Was aber schick gemacht ist, ist die Klimatisierung, zu der wir jetzt kommen, denn da gibt es zum einen den klassischen Bereich, wo ihr eben dann jeweils die Klimatisierung auswählen könnt. Hier könnt ihr auch die Lenkradheizung und so weiter einstellen. Es gibt aber auch das sogenannte iClimate, wo das Ganze noch einmal vereinfacht dargestellt wird. So könnt ihr dann beispielsweise direkt die Füße heizen lassen oder ähnliches. Insgesamt ist es sehr vernünftig und auch die Software an der Stelle macht eine gute Performance. Gerade das Umschalten der verschiedenen Modes und so weiter gefällt mir sehr gut. Und noch ein kleiner Aspekt zur Lenkradheizung. Diese war extrem heiß. Da hätte sich Audi mal eine Scheibe von abschneiden können im Q4, um diesen Seitenhieb an der Stelle loszuwerden. Insgesamt ist die Software aber wirklich gut, könnte ein Ticken besser in der Performance sein, aber insgesamt sehr überzeugend. Zur Software gehören dann natürlich auch die vorhin angesprochenen Kameras und so habt ihr hier links im Bild diese Top-Down-Ansicht, um gerade beim Parken oder auch beim Heranfahren an die Ladesäule sehr gut sehen zu können, wo ihr gerade hinfahrt. Das Bild ist dabei wirklich vernünftig, wird gut zusammengerechnet, einzig der Schmutz macht euch Probleme. Das ist bei VW ein bisschen cooler, dadurch, dass dort die Kamera unterm Logo versteckt ist. Das Fahrerinfodisplay ist sehr, sehr klein und minimalistisch, das kennen wir auch schon vom VW-Konzern und hier habt ihr auch eine Dreiteilung. Das heißt, hier in dieser Ansicht jetzt gerade links eine größere Ansicht der Fahrerinfosachen, also der ganzen Assistenzsysteme. In der Mitte dann eben entsprechend die Geschwindigkeit, eure Reichweite und rechts die Navigationsansagen. Das Ganze ist gut gemacht, gibt euch auch einen guten Überblick darüber, was ihr eben sehen wollt. Ihr bekommt auch die Uhrzeit und entsprechend auch die Temperatur, die es im Außenbereich gerade hat, angezeigt. Das ist insgesamt sehr stimmig, hat auch genügend Funktionsumfang für mein Dafürhalten. Es könnte einen Ticken größer sein, da gibt es den einen oder anderen von euch, das weiß ich, die das eher mögen, wenn das Fahrzeug eben ein größeres Fahrerinfodisplay hat. Wir sind es jetzt hier im VW-Konzern gewohnt und dementsprechend ist es auch hier so angeordnet. Wir haben optional einen Travel Assist, das ist aber hier dann eben über verschiedene Pilotpakete gelöst. Da gibt es zum Beispiel Pilotpaket M, L und XL, je nachdem wie viel Assistenz ihr im Fahrzeug haben möchtet. Da müsst ihr einmal nachsehen, welche Optionen zum aktuellen Zeitpunkt des Videos dann überhaupt bestellbar sind. Insgesamt ist es aber nett dargestellt und auch hier werden wieder diese Dreiecke leicht aufgegriffen. Schauen wir uns im nächsten Schritt noch das Augmented Reality Head-Up Display an, denn dieses legt euch zusätzliche Informationen direkt in eure Realität und zeigt euch so beispielsweise den adaptiven Tempomaten, den Spurhalteassistent, aber auch gerade Navigationsinformationen an. Und das ist im Alltag schon sehr, sehr nützlich, denn so seht ihr auf den Punkt, wo ihr abbiegen müsst und das kann gerade in unbekannten Städten wirklich hilfreich sein. Im Winter auf der Autobahn nach ca. 160 Kilometern und im Alltag ca. 300 Kilometern müsst ihr dann auch an die Ladesäule. Das macht ihr auf der Autobahn entsprechend an der Schnellladesäule, hier in dem Fall von Allego und die entsperre ich mit der Maingau Energiekarte. Wenn auch ihr so eine einfache Ladekarte haben wollt, schaut gerne mal unterhalb des Videos in die Beschreibung. Ich entsperre das Ganze jetzt hier, so einmal draufklicken, Ladekarte ranhalten, Authentifizierung läuft und los geht's. Und dann stecke ich den hier an. Das Fahrzeug hat ja
einen 58 Kilowattstunden Akku, also 58 Kilowattstunden könnt ihr nutzen und es lädt mit maximal 120 kW. Das ist okay und bedeutet für euch im Alltag, dass ihr so circa 35 Minuten benötigt, bis ihr von 10 auf 80% wieder seid. Das ist ein okayer Wert, das ist auch in Ordnung, dass es zumindest im Winter genauso schnell geht wie im Sommer. Auf Langstrecke ist es aber hart, deswegen haben wir für euch ja den Langstreckentest gemacht, gerade mit diesen 160 Kilometern. Ich kann euch aber versichern, aus unseren Erfahrungen mit dem VW ID.3, der ja auf der gleichen Plattform basiert, das haben wir heute auch schon gelernt, das Fahrzeug kann im Sommer locker so 200 bis 250 Kilometer auf der Autobahn mit einer Geschwindigkeit von 120 bis 130 Kilometer pro Stunde fahren. Und das ist okay. Im Winter büßt ihr halt ein Stück ein, einfach weil es kälter ist und da der Akku mehr Probleme hat. Und deswegen testen wir die Fahrzeuge für euch nicht nur in der besten Jahreszeit im Sommer, sondern auch im Winter. Und für uns bedeutet das jetzt hier, wir kamen mit 12% an. Wir stehen jetzt hier so 34 Minuten circa, bis wir weiterfahren können. Und wenn ihr zu Hause ladet, also nicht über so einen Schnellladestecker hier, sondern über eine Wallbox oder auch innerstädtisch, dann braucht das Fahrzeug so circa 5,5 Stunden, bis es wieder voll ist. Das ist aber auch in Ordnung, denn da ist euer Arbeitsalltag, die Nacht oder auch mal ein längerer Einkaufsbummel abgedeckt. Und ich denke, dass man so ziemlich entspannt durch den Alltag kommt. Da der Cupra Born auf derselben Plattform, also der MEB-Plattform vom VW-Konzern wie der VW ID.3 basiert, haben wir die beiden Modelle nebeneinander gestellt, um sie für euch zu vergleichen. Das Video findet ihr da oben verlinkt und ihr solltet natürlich diesen Kanal hier abonnieren, um zukünftig solche Vergleichsvideos, aber auch alle Alltags- und Reichweitentests nicht zu verpassen. Wir schauen uns jetzt aber mal den Cupra Born im Innenraum an, denn das haben wir euch ja noch vorenthalten. Wir stellen das im gerade erwähnten Vergleich mit dem ID.3 noch einmal gesondert heraus, aber der Innenraum im Cupra Born ist sowas von hochwertig gestaltet, dass jeder, der da Wert drauf legt, dass er einfach Soft-Touch-Materialien, dass er ein großes Display und eine schöne Anmutung hat, eigentlich zum Cupra Born greifen muss. Ich will da dem Fazit von dem Video da einfach nicht vorwegnehmen und mich jetzt hier einfach auf die Fahreigenschaften und beziehungsweise auf das Interieur konzentrieren. Und es ist ja Cupra-typisch. Es sind sehr viele Dreiecke hier drin verbaut. Wir haben viele so bronzefarbene Zielelemente, beziehungsweise Kupferfarben ist es ja in der Cupra-Designsprache. Und insgesamt sieht es sehr, sehr stimmig aus. Und das wird vielen gefallen, wir haben eine klassische Mittelarmlehne und auch hier vorne ein riesiges Verstaufach. Die angesprochenen Kupferelemente ziehen sich komplett durchs Fahrzeug durch. Sei es am Lenkrad das Logo oder auch eben diese Einleger direkt an den Lüftungsausströmern. Das ist dabei ein sehr netter Touch und wertet den Innenraum definitiv auf. Mir gefällt auch dieses dreidimensionale Logo, was sich auch sehr, sehr haptisch anfasst und insgesamt ist es sehr, sehr wertig verarbeitet. Wir haben viele Buttons als Soft-Touch-Gesten oder Soft-Touch-Buttons, das muss an der Stelle gesagt sein. Die sind nicht immer 100% responsive und man muss öfter mal drauf tippen, aber da gewöhnt man sich auch dran und weiß dann nach einer gewissen Zeit, wo eben der Druckpunkt liegt. Viele Elemente sind hier aber eben bewusst nicht aus Hochglanz. Das wirkt auf den ersten Moment vielleicht einen Ticken günstiger, ist aber in der Handhabung deutlich angenehmer, da nicht immer alles verschmiert ist. Das vorhin bereits gesehene große Infotainment-Display steht dabei mittig und leicht zum Fahrer geneigt. Das ist beim Fahren sehr angenehm, hat dahinter so eine gewisse Wulst, die dann auch noch einmal schön überzogen und mit ähnlichen Dreiecken wie hier verziert ist. Ob das hätte sein müssen, weiß ich nicht genau, versteckt aber vielleicht ein bisschen das Head-Up-Display. Wir haben in der Mitte eine klassische Mittelkonsole mit einem Rollo, was geschlossen nicht mein Fall ist, geöffnet aber genügend Verstaumöglichkeiten bietet. Außerdem gibt es eine kabellose Lademöglichkeit für euer Smartphone, die auch sehr praktisch ist und richtig schöne Türinnenseiten mit einem angenehmen schwarzen Türgriff. Das sieht einfach cool aus. In dieser Tür ist dann auch noch die Ambientebeleuchtung versteckt, denn diese ist nur in den Türen und nicht in der i-Tafel. Und dann müssen wir noch über diese wunderschönen Frontsitze reden, die serienmäßig sind, nicht in dem Dekor hier, aber eben in dieser Form. Und das ist wirklich eine herausragende Leistung, denn die gefallen mir richtig, richtig gut. Genauso wie kleine Details wie hier auf den Fußmatten. Einfach, dass da drauf steht, Created in Barcelona, das macht was her. Der Fußraum hinten bietet genügend Platz, um eure Füße unter den Vordersitz schieben zu können. Und so lässt es sich auch hinten sehr, sehr gut reißen. Außerdem habt ihr ein klasse Ambiente dank dieses riesigen Glaspanorama-Dachs. Allgemein
kann man sagen, dass es echt Spaß macht, mit dem Auto unterwegs zu sein. Die 204 PS könnten vielleicht einen Ticken mehr vertragen, gerade wenn man hier doch so ein bisschen eine kurvige Strecke fährt und das Heck dann so vielleicht ein bisschen rumkommen will. Da könnte ich mir vorstellen, so eine etwas performantere Variante des Fahrzeuges rauszubringen. Wäre vielleicht auch dem Namen Cupra gerechter. Insgesamt ist es aber okay. Es ist ein bisschen schwammig, wenn man hier nicht irgendwie ein Sportfahrwerk oder ähnliches verbaut. Es ist immer so eine Mischung aus. Man will diesen sportlichen Cupra-Aspekt haben und es ist im Endeffekt ein ID.3-Fahrwerk und eine komplette ID.3-Basis. Und das merkt man einfach an vielen Stellen und gerade auch beim Fahren. Was mir persönlich negativ auffällt, aber das ist einfach eine klare Entscheidung von VW an der Stelle, ist die Tatsache mit dem Rekuperieren. Denn ihr habt hier zum einen die Möglichkeit wie jetzt, wo ich einfach rollen kann, oder wenn ich hier eben am Hebel ziehe, diesen B-Modus, sodass ich eben dann verstärkt rekuperieren kann. Das Ganze ist dann aber nur dahingehend verstärkt, dass es nicht ganz bis zum Stillstand geht. Das ist ein bisschen schade, denn ich hätte gern zum Beispiel, dass ich an eine Ampel ohne Bremsen heranfahren kann. Das geht aber im gesamten VW-Konzern nicht, finde ich bis heute schade und es macht so ein bisschen dieses E-Autofahren kaputt. Es ist aber insgesamt trotzdem vollkommen ausreichend und vollkommen legitim, wie das hier umgesetzt wurde, denn ich denke, dass da viel in Richtung Zielgruppenorientierung betrieben wurde, sodass dieses Fahrzeug so dasteht, wie es eben dem Großteil der Kunden im Endeffekt gefallen wird. Mir persönlich gefällt eben dieses Rekuperieren nicht, aber das ist eine persönliche Referenz und da gibt es genügend von euch, die das in der Art und Weise, wie es hier vorliegt, mögen. Was gibt es jetzt nach über 3000 Kilometer und 2 Wochen mit dem Cupra Born zu sagen? Ja, er ist ein Cupra. Ich habe das ja schon so ein Stück weit im Fahreindruck durchklingen lassen und ich finde einfach, dass er diesen Schriftzug hier vorne und auch hinten und vor allem dieses echt sehr dynamisch gestaltete Logo verdient hat. Und ich mag das Fahrzeug und ich kann es auch an der Stelle schon sagen, ich mag es deutlich mehr als den VW ID.3. Das liegt an der Grundausstattung, das liegt nicht zuletzt auch an dem sportlichen Innenraum mit den Sitzen, mit dem deutlich besser gestalteten E-Tafel, Instrumentenpanel vorn, mit den ganzen Elementen und eben auch diesem sportlichen Look außen. Über das Heck können wir immer noch streiten. Ich weiß nicht, warum es dieser große Diffusor sein musste. Aber insgesamt steht der wirklich sehr, sehr gut da. Und dass in der Grundausstattung ein bisschen mehr kostet als der ID.3, ist okay, denn ihr bekommt ja auch mehr dafür. Und dieses Fahrzeug ist es wirklich wert zu kaufen oder eben bei InstaDrive im Abo zu nehmen. Von mir war es das zu diesem Video. Ich freue mich riesig auf euer Feedback in den Kommentaren. Und wie gesagt, ihr solltet ein Abo hinterlassen, um eben den Vergleich vom Cupra Born und dem VW ID.3 nicht zu verpassen. Es kommen auch weitere spannende Videos zu Fahrzeugen auf der MEB-Plattform, aber auch zu allen anderen Fahrzeugen aus dem Bereich der Elektromobilität. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr auf Abonnieren geklickt habt. Bis dahin, ciao.